Wer steckt hinter dem Namen? In Zur Person erfährst du mehr über Menschen, die Geschichte geschrieben haben. Hat unsere digitale Welt geformt wie kaum ein anderer. Und trotzdem bleibt er für viele ein einziges großes Rätsel. Ein Mann, dessen Einfluss man überall spürt, dessen wahre Motive aber oft im Dunkeln liegen. Lasst uns mal versuchen, dieses Paradoxon Peter Thiel gemeinsam zu entschlüsseln. Alles fing ja mit dieser ziemlich radikalen Idee an, Geld quasi neu zu erfinden. Als Mitgründer von PayPal hat er den Onlinehandel von Grund auf umgekrempelt. Man kann schon sagen, er hat damit den Weg für die digitale Wirtschaft, wie wir sie heute kennen, geebnet. Und er hatte auch diesen unglaublichen Riecher für das, was als nächstes kommt. Er war der allererste externe Investor bei Facebook. Damit hat er nicht nur auf ein aufstrebendes Start-up gesetzt, nein, er hat sich direkt ins Herz der neuen digitalen Welt katapultiert, die heute ja unseren Alltag bestimmt. Und da, wo alle anderen nur gezögert und abgewunken haben, da hat er eine riesige Chance gesehen. Er hat die Raketen von SpaceX mitfinanziert, als private Raumfahrt noch wie Science-Fiction klang. Damit hat er ganz entscheidend geholfen, die Grenzen des Möglichen zu verschieben. Und dann, dann ist da noch Palantir. Diese extrem geheimnisvolle Software, die im Grunde die ganze Welt überwacht. Mit Palantir hat er ein unglaublich mächtiges Werkzeug der Kontrolle geschaffen, das heute von Regierungen und Geheimdiensten genutzt wird. Und hier, da sehen wir schon den ersten ganz deutlichen Hinweis auf die tiefen Widersprüche, die diesen Mann ausmachen. Um zu kapieren, welche Zukunft er da eigentlich baut, müssen wir erstmal verstehen, welche Welt er glaubt, dass wir verloren haben. Das hier, das ist wirklich der Kern seiner ganzen Weltanschauung. Eine ziemlich provokante These. Der Fortschritt in der echten physischen Welt, der ist seiner Meinung nach gefährlich zum Stillstand gekommen. Er argumentiert so: Wir haben krasse Innovationen in der digitalen Welt der Bits erlebt, also alles, was mit Computern und dem Internet zu tun hat. Aber die physische Welt der Atome, also die Welt der großen Ingenieurskunst, der bahnbrechenden Medizin, die stagniert. Im Grunde bewegen wir uns heute buchstäblich langsamer als vor 50 Jahren. Aber Moment mal. Um diese Denkweise wirklich zu verstehen, müssen wir ganz woanders ansetzen. Wir müssen zurück in seine Kindheit. Eine Kindheit, die er in einem System der absoluten Kontrolle verbracht hat. Stellt euch das vor. Thiel wächst in Namibia auf, das damals unter dem Apartheid-Regime stand. Sein Vater, Klaus Thiel, arbeitete als Ingenieur in der Rössing-Uranmine, einem Ort, der von brutaler Ungleichheit geprägt war. Die Realität dort war von einer kompletten Trennung geprägt. Während die weißen Angestellten in modernen Häusern mit Pools lebten, hausten die schwarzen Arbeiter in Wellblichhütten. Und nicht nur das, sie wurden oft völlig ohne Schutzausrüstung dem radioaktiven Staub in der Mine ausgesetzt. Und dieses Umfeld scheint in ihm einen Glauben geformt zu haben, dass man Systeme nicht nach ihrer Moral beurteilen sollte, sondern nur danach, ob sie, funktionieren. Ein Gedanke, der sein gesamtes späteres Handeln prägen wird. Mit genau diesem Mindset im Gepäck kehrte Thiel also nach Amerika zurück. Und dort schuf er seine zwei wichtigsten Instrumente, um Einfluss auszuüben: Daten und Dollars. Seine Firma Palantir, übrigens mit Startkapital von der CIA gegründet, hat ein Tool für das sogenannte Predictive Policing entwickelt. Stellt euch das so vor: Die Software saugt riesige, völlig getrennte Datenmengen auf, verbindet sie und versucht dann, Muster zu erkennen und Bedrohungen zu identifizieren, manchmal sogar bevor überhaupt etwas passiert ist. Gleichzeitig tritt Thiel öffentlich für libertäre Ideale ein. Er will einen kleineren, schlankeren Staat. Das ist ein ganz zentraler Punkt seiner politischen Philosophie. Und genau hier wird es paradox. Denn wer sind Palantirs größte Kunden? Die mächtigsten Behörden genau der Regierung, die er so scharf kritisiert. Die CIA, das FBI, das Pentagon. Er verdient also ein Vermögen mit genau dem System, das er angeblich verkleinern will. Thiels finanzieller Aufstieg, die ganze Kohle, begann mit dem Verkauf von PayPal. Dieser Deal hat nicht nur ihn, sondern auch eine ganze Gruppe von frühen Mitarbeitern, die sogenannte PayPal-Mafia, unglaublich reich und einflussreich gemacht. Die prägen das Silicon Valley bis heute. Und dann hat er einen ziemlich cleveren, wenn auch umstrittenen Kniff angewendet. Er hat seine Gründeraktien in ein spezielles, steuerbegünstigtes Rentenkonto gepackt. Und dort ist der Wert dieser Aktien von ein paar tausend Dollar auf einen geschätzten Wert von über 5 Milliarden Dollar explodiert. Und jetzt kommt der entscheidende Punkt. Wenn er dieses Geld eines Tages abhebt, wird die Steuerrechnung auf diese Milliarden $0 betragen. Null. Ein perfektes Beispiel, wie man das System eben zu seinem eigenen Vorteil nutzt.
Okay, was ist also das Ziel von einem Mann, der so unvorstellbar reich ist und so viel datengesteuerte Macht hat? Wenn man sich seine Handlungen ansieht, dann bekommt man eine Ahnung von seinem Endspiel für die Menschheit oder zumindest für seine Version davon. Man kann das Ganze auf 3 Kernziele runterbrechen. Erstens, alte Rechnungen begleichen, wie bei der gezielten Zerstörung des Medienunternehmens Gawker. Zweitens, die menschliche Sterblichkeit besiegen. Er investiert massiv in radikale Lebensverlängerung. Und drittens, eine neue Generation von Eliten nach seinem eigenen Bild zu formen. Und damit schließt sich der Kreis. Wir landen wieder bei diesem zentralen tiefen Widerspruch, dem Thiel-Paradoxon. Denkt mal drüber nach. Er predigt Freiheit, aber er profitiert von Kontrolle. Er wettert gegen die Eliten, während er seine eigene neue Elite aufbaut. Er verkauft sich als Futurist, aber seine Weltanschauung wurde in der Vergangenheit geformt. Und er verteidigt die Freiheit, nutzt aber sein Geld, um seine Kritiker zu vernichten. Also ist er nun ein Verteidiger der Freiheit oder ein Architekt der Kontrolle? Tja, egal ob man ihn jetzt für einen Helden oder einen Schurken hält, eines ist Fakt: Er baut ganz aktiv an der Welt von morgen. Und die entscheidende Frage, die am Ende bleibt, ist, in was für einer Welt wollen wir eigentlich aufwachen? Hat dir dieses Porträt gefallen? Dann abonniere den Kanal und gib ein Like, so verpasst du keine weiteren Persönlichkeiten. Bis zum nächsten Video.